Mahlzeit, herzlich willkommen beim Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Wir sind heute am Karfreitag in Barleby, Holland. Ob das eine gute Idee ist, wissen wir nicht, aber hier ist kein Feiertag. Das bedeutet, die ganzen Busse mit Kiddies sind hier. Und auf dem Parkplatz schon mehrere getroffen, die man kennt. Wir sind jetzt am Eingang. Wir haben schon online vorher die Tickets organisiert. Aber ich glaube, hier ist noch das Türchen zu. Das Türchen ist noch zu. Und dann geht das hier gleich los. Und wenn ihr den Park kennt oder unsere Videos, vor allem die News-Videos, wisst ihr, es gibt auf jeden Fall zwei neue Achterbahnen, die gefahren werden wollen. Aber dazu gleich mehr. Wir sind in den Park gesprintet, wie ihr gerade gesehen habt. Und genau so hat sich das angehört, als wir gerade hier rein sind. Und wir sind direkt durch zu Joy. Wir glauben, dass wir irgendwo hätten einen Shortcut nehmen können und nicht hätten durch den ganzen Park laufen müssen. Das validieren wir gleich noch. Und sind zu Joy, RMC, Single Ray Coaster, eine Doppelanlage, Chill und Thrill, also eine aufregende Variante und eine entspannte Variante. Einzelreview dazu gibt es dann hier. Und ganz großes Hallo an allen Ecken und Enden. Gerade schon alle möglichen Leute, die man sich vorstellen kann, sind heute gerade hier aus Deutschland und wollen diese Bahn fahren. Sehr nichtssagend. Ich glaube, mehr ins Detail gehe ich halt echt in dem Einzelreview, das macht mehr Sinn, weil da muss man vielleicht ein bisschen zu ausholen, damit man versteht, dass die jetzt nicht grundlegend kacke ist, aber es auch die Bahn nicht gebraucht hätte.
fehlt noch Eat My Dust, Zamperla Family Coaster. Den Credit, den holen wir uns jetzt. Jetzt sind wir gerade hier rüber gegangen und dann melden wir uns wieder. So Leute, ich sitze jetzt hier gerade bei Untamed. Die beiden Jungs fahren jetzt. Wir waren jetzt gerade bei Eat My Dust. Und ja, den Count hatten wir halt noch nicht. Und deswegen haben wir das schnell abgearbeitet. Keine Wartezeit, also einen Zug oder so mussten wir warten. Das ist ein Zamperla Family Coaster, glaube ich, heißt das. Und der fährt 2 Runden, ist tatsächlich nicht schlecht thematisiert, ist schön eingebettet da in dem Bereich ja, fährt okay, vibriert ziemlich, aber ist halt Kinderachterbahn, die Leute fanden es gut, die Familien und so. Ja, das war's eigentlich. Wetter hält sich trocken, hoffen wir mal, dass das so bleibt, ist zwar bewölkt, aber trocken. Und ja, ich bin gespannt, wie lange die jetzt warten müssen, weil es sieht irgendwie voll aus. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die 2 Züge drauf haben. Das ist auf jeden Fall Oberschenkeltraining. Und ja, Moritz hat gerade gesagt, er wird darauf immer ausgezogen. Ja, zieht immer alles so nach oben. Aber macht viel mehr Spaß als die anderen waren. Ist schon die hätten einfach auf den Schienen hätten so einfach 2 Single Raids so nebeneinander machen sollen. Aber eine halbe Stunde haben wir jetzt für Single Rider. Ne, wir sind ja erst reingegangen und haben uns dann umentschieden. Aber der Einteiler hat den Pullover gefeiert. Wir hatten noch einen kleinen Pass bei Single Rider, weil sich 3 entschlossen haben, rüber zu gehen. Die normale. Ja, da waren wir ein bisschen schneller. Ja, so halbstarke. Also wir wollten erst ihre Jungs mit nach vorne holen, obwohl wir Single Rider sind. Okay, der eine von uns ist Diplomat, der andere schreit die an. Und dann habe ich gesagt, Moritz, du schreist heute. Ja, nee, ihr wollt nicht vorbei. Sie haben das, glaube ich, gespürt, die Aura. Wir gehen jetzt gerade zu Lost Gravity. Habt ihr ja gemerkt, weil ich habe, nachdem ich den AMC-Pulli anhabe, 3 AMC-Achterbahn gefahren bin, ja, das Mack-Beanie gerade angezogen. Und ich habe meine Zamperla Unterhose an, das habe ich euch nicht gezeigt. Und Moritz hat es kurz geglaubt. Aber das sieht eher aus wie Azubi-Lehrgang. Ja. Aber es war ja auch Grundschullehrgang als Operator bei Untamed gerade. Wobei der Einteiler AMC, ja, das habe ich gerade gesagt, feiert. Aber es ist, wir steigern gerade den Altersdurchschnitt im Park. Aber nicht so viel wie Tim, der da hinten hier, zu viel Freizeit, beide stehen sie da in der Queue. Die reißen es komplett raus, die alten Säcke. Ich mag das ja, was die hier so an Thematisierungs- und Gag-Elementen mit drin haben. So, jetzt geht's in die Zero Zone. Jetzt geht's auseinander. Aber da wird einem auch schlecht bei. Auch das finde ich total geil, dass du, wenn du an der richtigen Stelle stehst, das gut lesen kannst. Und jetzt ist es so zerklüftet. Gefällt mir der Stil. Lost Gravity, Mack Rides Big Dipper. Oder ist es doch noch ein Striker? Man weiß es nicht. Und ja, warten wir mal ab, wie voll das da ist. Weil es ist gut gefüllt heute. 45 bis eher 50 Minuten, wenn man jetzt normal bei Untamed angestanden hätte. Aber jetzt macht nicht alles Single Rider. Auf dem Klo ist nicht alles auf dem Kopf, das wollte ich jetzt gerade mal checken. Lost Gravity hat irgendwas so um eine Stunde Wartezeit und Single Rider sieht noch schlimmer aus. In der App steht 90 Minuten. Da werden wir, glaube ich, gerade ein bisschen Abstand von nehmen und gucken, was wir jetzt sonst machen, weil die Bahn ist jetzt auch nicht
eine Stunde wert oder mehr. Also nicht, dass das jetzt irgendeiner wieder falsch versteht. Wir finden die Bahn cool, die macht Spaß, aber wir wollen jetzt gerade irgendwie nicht so lange zwischen den Riot Kids da anstehen. Das war gerade schon bei Untamed ein bisschen anstrengend. Vielleicht machen wir es nachher noch, müssen wir noch gucken. Sind jetzt gerade noch ein paar Meter weiter gegangen. Also ich bleibe dabei. Ich finde den Stil und das, was man hier macht und die Ideen mag ich mega. Finde ich total geil. Auch die Regenrinnen, die jetzt hier so sind, dann aus verschiedenen Materialien, einen Baum aus grünen Stühlen zu machen zum Beispiel. Trotzdem wird überall auch viel mit Pflanzen gearbeitet. Dann auch das Gebäude, was sich selber einsaugt. Lost Gravity an sich, wo alles auf dem Kopf steht, beziehungsweise andersrum steht. Draco auch, Zierer Tivoli Coaster, ne? Einfach ein anderes Thema, irgendwie so ein bisschen Mad Max, Wüsteninsekt, mag ich. Tomahawk hinter mir, ist eine Baustelle, hat auch irgendwie seinen Stil. Und überall ist irgendwie, wir gehen jetzt gleich durch den riesigen Magneten, weißt du, Pam ist da so eine Leiter drauf und so. Das finde ich total geil. Das gefällt mir hier auf jeden Fall sehr gut. Die Musikbeschallung ist zum Park passend, weiß ich nicht, ob man es braucht. Und ich bleibe dabei, man möchte, der Einkaufswagen habe ich auch gar nicht gesehen, der ist ja richtig geil. Dieser Switch von einem Thrill-Park, den wir ja eigentlich hier haben, zu einem Family-Park, der funktioniert einfach nicht. Und man hat es eben auch gesehen, die Thrill-Seite bei Joy war mega voll schon und bei Chill gab es leere freie Sitze und die großen Füllbahnen sind hier auch ziemlich beliebt. Also ich weiß es nicht, ob das Sinn macht. Sind sie doch weg. Es fährt noch gar nicht. Genau, ich mache ein paar Baustellenfotos. Ja, von Lost Gravity zu Lost Place. Ne? Hier ist der Kinderbereich, die Kids Area. Ja, ist keiner hier. Sieht man, glaube ich, ganz gut, was denn hier so der Bedarf ist. Also auf Krampf das vom Thrill Park zum Family Park machen, weiß ich nicht. Also seit Untamed haben sie ja diese Ansage gemacht. Ist auch geil bei der Eröffnung von so einer Bahn, so eine Ansage zu machen, aber hier ist wirklich nichts. Schwierig. Der Sound ist auch schön. Das gefällt mir am besten. Man kann es auch als Sticker. Als Sticker. Ist das China-Böller? Dortmund-Mütze. Eine Tablet-Hülle. Kannst du auch die Hose. Oh Gott. Mit dem Moritz, würdest du es vielleicht mal anziehen für uns? Einmal Model. Mit der gelben Mütze. Ah, hier ist das Motto Ride the Other Side. Finde ich ganz cool. Ja, das stand ja schon überall. Ja, ist halt bitter, wenn du schon 45 Minuten gewartet hast und das dann... Hätte ich das mal gewusst. Ja, aber das ist eintönig und schlecht hässlich. So Leute, da wir ja auch alle immer ein bisschen dumm sind und wenn wir uns dann informieren und was lernen, nehmen wir euch mit. Das Rafting hier wurde ursprünglich von Vekoma gebaut. Da ist man in noch so Pizzastücken, hat man noch gesessen, ins gefahren. Und ich glaube seit 3-4 Jahren gibt es neue Boote von der Firma Hafema, kenne ich nicht, die jetzt hier unterwegs sind. Und auch das war mal aztekischer und templiger und ist jetzt einfach bunt wie alles andere im Park. Ja, ist ja auch mit der Burg in der Mitte, wo das Madhouse drin ist ja auch komplett umgelackt. Sie haben einfach jetzt das alles angesprüht und so tun so, als ob diese Fresken nicht mehr da sind. Ja. Was ist das für eine... Das gibt's gar nicht, das ist eigentlich ein Kolibri. Das sieht man doch. Die tun vor allen Dingen so, als wenn das nie ein Wassereffekt gewesen wäre. Auch richtig.
cool ist, dass hier draußen so ein Leuchtschild ist mit Mann und Frau drauf. Aber die Arme sind so geformt, dass es aussieht wie M und W, also Man and Woman. Und wenn ihr richtig Bock auf Party habt, dann steppt ihr mal hier auf Klo und drückt mal einen Knopf, großen schwarzen. Dann geht ihr die Party los auf dem Klo. Mega geiles Easter Egg und cooler Effekt. Die Mucke könnte meiner Meinung nach lauter sein, aber vielleicht ist das auch, wenn es inflationär benutzt wird, nicht mehr so witzig. Die Raucherecke ist überfüllt, aber die Kids gehen wenigstens da rein, aber es ist trotzdem überfüllt. Ja, das sind ja Kinder. Ja. Condor ist ja einer der ersten Vekoma SLCs überhaupt, hat ja auch mal so ein Azteken-Thema, wir sind ja auch in diesem Mexiko-Bereich gerade. Auch hier hat man dann einfach Farbe drüber geschüttet. Und es gibt aber neue Züge und Track Correction und irgendwo haben sie die Stützen weggeschliffen, damit da der Zug vorbeikommt, weil der jetzt breiter ist. Und den Weg hier hätten wir eben nehmen sollen. Das wäre nämlich schlauer gewesen, statt außen rum zu laufen. Den Fehler macht ihr vielleicht nicht. Genau, da ist es eine ganz neue Stütze. Also, es ist ja auch, glaube ich, klar, dass da nichts weggeschliffen wurde, oder? Also, das sind ja keine Klorollen, wo du einfach mal was rausnehmen kannst. Wir sind nochmal Joi gefahren, nochmal die Thrill-Seite. Wir wollten nämlich wissen, ob die Bahn sich hinten vielleicht aufregender fährt. Und auf dem Weg hierhin war die Bahn geschlossen. Als wir ankamen, war sie wieder offen. Dementsprechend war die Queue etwas kürzer. Wir haben 35 Minuten gewartet. Natürlich wären wir wieder in der ersten, also wir hätten wieder die erste Reihe als Option gehabt, da wir keine On-Rides machen können, braucht man die jetzt nicht zum zweiten Mal und wir wollten ja hinten fahren. Hat die Leute etwas verwirrt hinter uns, die wir ja durchgelassen haben, weil die durch diese Doppelbeladesituation komplett überfordert sind. Der eine wollte ja auch gar nicht mehr mitfahren, aber der sah auch wirklich aus, als ob der in dritter Generation die älteren Geschwister sind. Also wirklich, seine Nachgeburt hat ihn gezeugt, Alter. Und ja, ist immer noch nicht aufregend und nichts sagen. Die Bahn auch hinten ein bisschen mehr Gs. Da kommst du dann vielleicht mit allen Sitzen zusammen auf die 5G oder 4,5, die die Bahn haben soll. Muss ich gleich noch mal gucken. Dann habe ich jetzt hier meine Videorunde gemacht um die Bahn drumherum. Ist jetzt nicht so sexy, weil großer schwarzer Zaun, weil dummes Publikum, muss man ganz sicher bauen. Und wenn ihr jetzt hier, gibt es ja eine neue Gastronomie, es gibt ein super Angebot. Statt 6,50 € Streichpreis 7,50 € für Kaffee, Getränk und Snack, süßes Snack. Super. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich im Moment das Review drehen zu Joi. In der Zeit werden andere Leute auf Goliath gehen und da wie es Achterbahn fahren, was Sinnvolles machen. Jo. Nein. Foto Nummer 5. Was? Foto Nummer 5. Stark, ja. Mir wurde gerade gesagt, dass die Warteschlange gar nicht so lang ist bei Goliath. Da fahren wir direkt nochmal mit, sind wir gefahren. Fährt sich immer noch wunderbar. Also klar, du hörst ein bisschen Vibrationen, rappelt ein bisschen, aber geile Achterbahn immer noch, mega gut. Hier, Looping. Das hatte ich eben irgendwie erwähnt, deswegen brauche ich auch so eine Aufnahme davon. Nee, also Top-Bahn immer noch. Und vor allem für das Alter, die Höhe und die Geschwindigkeit richtig gut. Ey, aber farblich, da muss mal wieder ein bisschen mehr passieren. Dunkle Schiene, dunkler Zug. Es ist doch schön. Wir gucken jetzt noch mal, wie es jetzt bei Lost Gravity aussieht, weil jetzt hat sich alles ein bisschen beruhigt, ein bisschen verteilt. Und du hast Bock? ich mache jetzt den Bartowski und ich will jetzt hier alles fahren. Power Hour. Die Power Hour im Walibi Holland. Komm mit.
Lost Gravity wurde jetzt doch noch gefahren. Hat gar nicht so lange gedauert jetzt, weil sich das alles ein bisschen beruhigt hat. Die Fahrt ist aber nicht ruhig. Jetzt weiß man wieder, wie gut Helios doch fährt. Noch oder wie es in 9 Jahren sein werden kann. Aber also mir kam die Fahrt sehr lang vor und Schiene toll gebogen. Also das war schon ein bisschen bumpy auf jeden Fall. Also Goliath fährt besser. Aber nichtsdestotrotz irgendwie immer noch eine coole Bahn. Aber echt, das war jetzt so auch zum Ende des Tages war das jetzt doch ein bisschen wild. Und natürlich war auch hier am Ausgang wieder ein Breche-Fladen. Also ja, irgendwie laufen sie heute alle aus hier. Ist alles zu viel. Die eine schöne Aufnahme am Arsch, die Dose schwimmt da drin rum. So eine leere Getränkedose, die ist so simpel für das Publikum hier. Das ist fast schön. Also da wir ja vom Spein die ganze Zeit sprechen, ich muss ja noch was nachreichen, weil er gerade an uns vorbeigelaufen ist. Auf Tomahawk, da hat ja auch, er saß zum Glück außen, aber da hat auch jemand sein T-Shirt auf jeden Fall, legt er das heute Abend nicht über den Stuhl. Und der ist gerade an uns vorbeigelaufen, also da hat er sich entleert. Und als wir ja nochmal die Frill-Seite gefahren sind von Joi, saß neben uns, aber genau neben uns, du hast es gar nicht gesehen, Unterschied, weil du weiter vorne warst, ein Mädel, die war am Würgen. Ah ja, doch. Die war am Kämpfen mit sich. Doch, habe ich gesehen, und die mit dem... ja, genau. Und wir waren da am feigsten und haben gesagt, komm jetzt, komm, dann lassen auch raus. Und der Junge, der hinter ihr noch saß, er hat das nicht gecheckt. Er hat es nicht angekündigt. Und hat gesagt, was haben die Idioten? Ich dachte, wenn du wüsstest, hättest du Angst. Ja. Aber ich weiß nicht, was heute hier los ist, ey. Jo, das war dann auch schon wieder. Kleiner Vlog, kleine Mitgenommenheit, euch kurz mitgenommen durch Walibi Holland und unseren kleinen Besuch, weil wir Joi testen müssen für euch, wie das ist, was das ist. Und das war es für uns jetzt erstmal. Nichtsdestotrotz werden wir uns jeden Tag um 18 Uhr zu einem neuen Video wieder hier sehen auf dem YouTube-Kanal.